Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass ich es einigermaßen hier durchgeschafft habe. Im Alter von 43 Jahren hat David Garrett, der Geigenvirtuose, der dafür bekannt ist, Klassik mit Rock zu verbinden, gerade ein Geständnis abgelegt, das Fans in aller Welt verblüfft hat. Und es ist nicht das, was jemand erwartet hat. Nach Jahren des Schweigens, Interviews voller Andeutungen und einem sorgfältig gehüteten Privatleben gab er endlich zu, was ihm mehr bedeutet als Ruhm, Reichtum oder gar Musik. Kommentiere mit 1, wenn du dich jemals von David Garrett inspirieren lassen hast, oder mit 2, wenn du ihn live oder online gesehen hast. Denn was er gerade gesagt hat, könnte deine Sichtweise auf ihn völlig verändern. Lasst uns gleich eintauchen. David Garretts unerwartetes Familienleben und seine Ehe. Mit 43 Jahren hat der weltberühmte Geiger David Garrett die außergewöhnlichste Ankündigung seines Lebens gemacht. Er ist Vater geworden. Und bald wird er ein Ehemann sein. Es ist die Art von Nachricht, die sich wie das letzte, atemberaubende Crescendo einer Symphonie anfühlt, tief emotional, triumphvoll und voller Bedeutung. Jahrelang wurde über sein Privatleben getuschelt und spekuliert. Aber jetzt ist es kein Gerücht mehr. Der Virtuose, der eine Stradivari mit elektrisierender Brillanz beherrscht, hat etwas komponiert, das viel größer ist als jede Aufführung. Er hat eine Familie gegründet. Ja, ich bin Vater geworden. Und ja, ich werde die Liebe meines Lebens heiraten. Mit diesen wenigen, aber kraftvollen Worten teilte David Garrett der Welt seine Wahrheit mit, sanft, aufrichtig und ohne Spektakel. Es gab keine exklusive Boulevardzeitung, kein perfekt inszeniertes Fotoshooting, kein Hochglanzmagazin-Cover, nur eine von Herzen kommende Erklärung, einfach und ehrlich gesprochen. Und das ist es, was diesen Moment so außergewöhnlich macht. Denn hinter dem Wirbelwind der ausverkauften Konzerte, hinter der Musik, die von Beethoven bis Bon Jovi reicht, steht ein Mann, der im Stillen Träume jenseits der Bühne gehegt hat. Ein Mann, der jahrelang seine tiefsten Gefühle verbarg und der Welt sein Talent zur Verfügung stellte, während er sein Herz sorgfältig abschirmte. Ein Mann, der alles für seine Kunst gegeben hat, und jetzt hat er sich der Liebe hingegeben. Dies ist nicht nur ein Meilenstein, es ist eine Veränderung. Die Geburt seines Kindes markiert nicht nur ein neues Kapitel, sondern auch eine Wiedergeburt seiner eigenen Identität. Er ist nicht mehr nur der schillernde Künstler, der von Millionen bewundert wird, er ist ein Vater, ein Partner und ein Mann, dessen Leben sich durch ein kleines Wunder für immer verändert hat. Es ist ein Anfang, der nicht im Ruhm, sondern in der Liebe wurzelt. In seinem Leben spielt jetzt eine ruhigere, reichere Musik, der Rhythmus der Familie, die Harmonie der Verbundenheit und die Freude, eine Zukunft nicht auf der Weltbühne, sondern in den ruhigen Momenten des Alltags aufzubauen. David Garretts Lebensgefährtin, eine Frau, die sich lange Zeit aus dem Rampenlicht herausgehalten hat, hat im Stillen erreicht, was Millionen von Bewunderern nie erreichen konnten. Sie hat ihm die Art von Wärme und Liebe entgegengebracht, die über die großen Bühnen und den Applaus von Tausenden hinausgeht. Sie hat ihm ein Zuhause geschaffen, einen Zufluchtsort vor dem ständigen Druck, eine öffentliche Person zu sein. Ihre Anwesenheit im Hintergrund, weit weg vom Glamour und dem Medienrummel, war die erdende Kraft, von der er nie wusste, dass er sie braucht, um den Virtuosen zu ehren, ihm ein Zuhause zu geben, ein Ankommen. Denkt Garrett über die Frau nach, die sein Leben im Stillen geprägt hat. Ich war immer auf der Suche, gibt er zu, immer vertieft in seine Musik, in den Rhythmus der Tournee, das Summen des Studios, die ständige Bewegung seiner Karriere. Aber das wahre Glück, so stellt er jetzt fest, kam nicht aus dem Rampenlicht, es kam aus dem Moment, als er zum ersten Mal die winzigen Finger seines Kindes spürte. Diese Worte sind weder eine kalkulierte Performance noch ein PR-Gag. Sie sind die ungeschminkte, ehrliche Wahrheit, gesprochen mit der Weisheit von Jahren, von Erfahrung, von einem vollen und tief empfundenen Leben. Was die Welt jetzt hört, ist nicht die Stimme einer Berühmtheit, sondern die Stimme eines Vaters,
eines Mannes, David Garrett, wie die Welt ihn noch nie gekannt hat. Doch selbst bei dieser intimen Enthüllung bleibt er im Grunde derselbe. Ein Musiker, ein Genie, aber vor allem ein Mensch, der Freude und Frieden in etwas gefunden hat, das über den Ruhm hinausgeht. Er bleibt unbestreitbar ein Gigant der Gegenwart, ein Künstler, der die Welten der klassischen und der zeitgenössischen Musik verbindet. Ein Visionär, der das Unmögliche mühelos erscheinen lässt. Garrett hat sich immer geweigert, sich in Kategorien einordnen zu lassen, sich von Erwartungen einengen zu lassen. Warum sollte er also zulassen, dass die Normen der Familie anders sind? Die Hochzeit, die bald stattfinden soll, wird kein Spektakel sein. Sie wird im intimsten Rahmen stattfinden, nur mit den Menschen, die ihnen am nächsten stehen, weit weg von blitzenden Kameras und dem Drang nach Drama. Es wird keine großen Kämpfe geben, keine pompösen Auftritte. Was zählt, ist die Wahrheit, die tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen, die stille Feier der Liebe, bei der nicht das Kleid oder die Dekoration im Mittelpunkt stehen, sondern die Vereinigung zweier Seelen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Die Reaktionen auf David Garretts Enthüllung waren geradezu überwältigend. Fans, Medien und Kollegen haben aus allen Ecken der Welt ihre Glückwünsche überbracht. Auf den Social-Media-Plattformen häufen sich herzliche Botschaften der Freude und Unterstützung. Auch weltberühmte Stars haben sich geäußert. Andrea Bocelli, ein befreundeter Virtuose, lobte Garrett für seine Integrität und bezeichnete ihn als einen Kollegen mit Herz und Rückgrat. Lang Lang, ein weiterer Titan in der Welt der Musik, nannte Garretts Ankündigung eine schöne Botschaft nicht nur für die Musik, sondern für die gesamte Menschheit. Und dann sind da noch die unzähligen Fans aus aller Welt, die ihre Dankbarkeit und Bewunderung teilen. Du hast unser Leben mit deiner Musik bereichert. Jetzt bereicherst du dein eigenes. Du hast dieses Glück wirklich verdient. Für David Garrett ist das, was er erreicht hat, weit mehr als nur eine Schlagzeile. Er hat etwas viel Größeres bewiesen, dass selbst ein Künstler von seiner Brillanz nicht auf Distanz, unerreichbar oder auf eine Existenz beschränkt bleiben muss, die ausschließlich durch Erfolg definiert ist. Er hat gezeigt, dass man lieben kann, dass man voll und ganz leben kann, dass man die Tiefen der Emotionen erleben kann und dabei eine noch größere Version von sich selbst wird. David Garrett hat nicht nur bewiesen, dass Größe mit Bescheidenheit und Menschlichkeit koexistieren kann, sondern er hat sich auch als moderner Held etabliert. Er ist mehr als nur ein Virtuose. Er ist ein Vorbild. Er ist ein mutiger Mann, der bewiesen hat, dass es möglich ist, Weltruhm zu erlangen und trotzdem sein Herz zu bewahren. Durch sein Beispiel hat Garrett gezeigt, dass es möglich ist, Millionen von Menschen mit seiner Kunst zu bewegen und trotzdem den einen besonderen Menschen zu finden, der deine Seele bewegt. Er hat gezeigt, dass man als Vater genauso glänzen kann wie auf der Bühne und dass die Liebe, die man in seinem Privatleben gibt und empfängt, die Größe, die man in die Welt bringt, verstärken kann. Mit 43 Jahren schlägt David Garrett ein neues Kapitel in seinem Leben auf, nicht als Star, sondern als Mensch, als Liebhaber, als Vater, als zukünftiger Ehemann. Mehr als das. Der deutsch-amerikanische Geiger verriet, dass er trotz seiner gefeierten Musikkarriere einst Ambitionen auf einem ganz anderen Gebiet hegte, der Ökonomie. David Garrett wäre gerne Wirtschaftswissenschaftler geworden, gab er in einem aufschlussreichen Interview zu. Diese unerwartete Karrierealternative zeigt eine Seite des Künstlers, von der viele Fans nichts wussten. Außerdem machte Garrett eine verblüffende finanzielle Enthüllung über seinen wertvollsten Besitz. Seine antike Geige ist für erstaunliche 12 Millionen Euro versichert. Trotz dieser umfangreichen Versicherungspolice für sein Instrument gestand er etwas Erstaunliches über sein wertvollstes Gut als Musiker: Seine Hände sind nicht versichert. Ich glaube nicht daran, dass man so etwas versichern sollte. Das macht mir Angst, erklärte Garrett.
Der Zeitpunkt dieser Enthüllungen scheint mit Garretts aktueller Lebensphase zusammenzuhängen. Mit Anfang 40 sprach er über seinen Status als ewiger Junggeselle und erklärte die praktischen Herausforderungen seines Lebensstils. Ich bin 10 Monate lang nicht zu Hause. Wenn ich also eine Freundin oder eine Frau hätte, könnte sie mit mir reisen, aber können Sie sich vorstellen, dass Kinder nicht zur normalen Schule gehen können? Der Geiger teilte auch persönliche Vorlieben mit, die von seiner introspektiven Natur zeugen. Darunter die Wahl von Time to Say Goodbye als das Lied, das er bei seiner Beerdigung gespielt haben möchte. Außerdem offenbarte er eine Verbindung zu seiner Herkunft durch das Familienwappen meiner Mutter. Es ist schottischen Ursprungs. Die Medien griffen Garretts Geständnisse schnell auf, insbesondere seine Äußerungen über Beziehungen und Familienleben. In vielen Veröffentlichungen wurde der Kontrast zwischen seinem romantischen Image und seiner praktischen Einstellung zu persönlichen Beziehungen hervorgehoben. Auf den Plattformen der sozialen Medien reichten die Reaktionen der Fans von Verständnis bis Enttäuschung. Sein Eingeständnis, dass er seine Karriere der Familie vorzieht, löste Gespräche aus. In diesem Abschnitt geht es um die Opfer, die nötig sind, um eine erfolgreiche Musikkarriere auf Weltklasseniveau zu führen. Die Realität des Tourneelebens im Gegensatz zur glamourösen öffentlichen Wahrnehmung. Mehrere engagierte Fangruppen unterstützten Garretts ehrliche Einschätzung seiner Lebensentscheidungen und schätzten seine Offenheit gegenüber den Realitäten seines Berufs. Dennoch zeigten sich einige Anhänger überrascht über seine wirtschaftlichen Interessen, da sie ihn bisher ausschließlich durch die Brille seiner musikalischen Leistungen gesehen hatten. Die Enthüllungen des Geigenvirtuosen haben dem öffentlichen Verständnis des Mannes hinter der Musik neue Dimensionen verliehen und das Interesse an seinen Auftritten und seiner persönlichen Reise im Rahmen seiner Millennium Symphony Tournee neu entfacht. Welche Karrieremomente führten zu diesem Wendepunkt? Der Wandel von David Garrett vom klassischen Virtuosen zum globalen Musikphänomen geschah nicht über Nacht. Mehrere Schlüsselerlebnisse prägten den Weg, der schließlich zu seinem jüngsten, lebensverändernden Geständnis führte. Ursprünglich begann Garretts Ausflug in die Crossover-Musik während seines Studiums an der Juilliard School. Es gab so viel Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen, erklärt Garrett. Tanzgruppen an der Juilliard suchten nach klassischen Instrumentalisten, um Musik für ihre Auftritte zu liefern. Sie baten um Songs von Bands wie den Eagles, AC/DC und Michael Jackson, was Garrett dazu veranlasste, mit Pop-Arrangements zu experimentieren. Nach seinen Studienjahren geriet Garrett in eine Karrierekrise, als sein Management ihn im Stich ließ. Konzertangebote blieben aus, sodass er gezwungen war, seinen Ruf wieder aufzubauen, indem er kleine Privatkonzerte für minimale Gagen gab. Außerdem stieß er bei seiner Wiedererlangung der öffentlichen Aufmerksamkeit auf den Widerstand des klassischen Establishments gegen seine Crossover-Ambitionen. In gewisser Weise ist der Snobismus, der dem Crossover anhaftet, berechtigt, denn viele Jahre lang war es der Fluchtplan für weniger als erstklassige Musiker, gab Garrett offen zu. Dennoch blieb er hartnäckig und wurde nach und nach zu einem der ersten klassisch ausgebildeten Geiger, der erfolgreich eine Brücke zwischen beiden Welten schlug. Während seiner Jahre an der Juilliard School ergänzte Garrett sein Einkommen durch seine Arbeit als Model und nutzte sein markantes Aussehen, um sein Studium zu finanzieren. Diese Nebenbeschäftigung trug zu seinem unverwechselbaren Image bei, mit langen Haaren und Rockstar-Styling, das später zu einem wesentlichen Bestandteil seines Crossover-Appeals wurde. Der vielleicht tiefgreifendste Wendepunkt kam 2018, als Garrett einen schweren Bandscheibenvorfall erlitt. Diese Verletzung setzte ihn für fast 9 Monate außer Gefecht und zwang ihn zu einer völligen Neubewertung seiner Herangehensweise an die Musik. Sie wurde durch jahrzehntelanges falsches Training verursacht, erklärte Garrett. In der Tat rührte die Verletzung von seinen intensiven Übungsgewohnheiten her
oft 6-8 Stunden täglich ohne Pause. Nach 5 oder 6 Monaten absoluten Übungsverbots und intensiver Therapie bin ich mir jetzt so viel bewusster, reflektierte er. Dieser körperliche Rückschlag veränderte seine Beziehung zu seinem Instrument und seiner Karriere nachhaltig, wie das Geständnis seine Zukunft verändern könnte. David Garretts jüngste Enthüllungen kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in seiner Karriere, da er ein ehrgeiziges neues Kapitel mit erheblichen beruflichen Auswirkungen aufschlägt. Derzeit ist Garretts Millennium Symphony Tour 2025 in vollem Gange, die am 20. März 2025 in der Münchner Olympiahalle vor 10.000 ausverkauften Zuschauern erfolgreich startete. Auf der Tournee präsentiert er seine neuartigen Arrangements populärer Hits der letzten 25 Jahre, darunter Werke von Miley Cyrus, Coldplay und Taylor Swift. Seine persönlichen Enthüllungen haben seinen Auftrittsplan nicht behindert, sondern die Wahrnehmung seiner musikalischen Reise durch das Publikum offenbar noch vertieft. Die 12 Konzerte der Deutschland-Tournee sind nach wie vor ausverkauft und die Veranstaltungsorte berichten von außerordentlicher Begeisterung. Die Kritiker reagierten positiv und der Münchner Merkur stellte fest, dass der Start der Millennium Symphony Welttournee kaum besser hätte laufen können. Garretts Geständnis, dass er einmal Wirtschaftswissenschaftler werden wollte, macht seine öffentliche Persona über das Image des Geigenvirtuosen hinaus noch komplexer. Tatsächlich deckt sich diese Enthüllung mit seinem langjährigen Ansatz in der Musikpädagogik. Meine pädagogischen Konzerte sind meine wirklichen Konzerte. Ich spreche immer über Musik, erkläre, was ich mache und was meine Einflüsse sind. So Garrett. Sein Crossover-Ansatz, der einst auf den Widerstand von Klassikpuristen stieß, hat sich allmählich durchgesetzt. Viele Jahre lang war es der Fluchtplan für weniger als erstklassige Musiker, räumte Garrett in Bezug auf Crossover-Musik ein und fügte hinzu, dass sich diese Einstellung ändert. Mit einem beachtlichen Nettovermögen von 12 Millionen US-Dollar hat Garrett durch verschiedene Einnahmequellen finanzielle Sicherheit geschaffen. Seine mit 12 Millionen Euro versicherte Geige steht sowohl für sein künstlerisches Engagement als auch für seinen geschäftlichen Scharfsinn. In Verbindung mit Werbeverträgen für globale Marken wie Banana Republic, Audi und Montblanc bleibt seine kommerzielle Anziehungskraft trotz oder vielleicht gerade wegen seiner neuen Authentizität ungebrochen. Vor allem aber spiegelt Garretts Bereitschaft, persönliche Wahrheiten mitzuteilen, einen selbstbewussten Künstler auf dem Höhepunkt seines Könnens wider, der in der Lage ist, seine erfolgreiche Laufbahn fortzusetzen. David Garretts persönlicher Werdegang und seine Überlegungen. David Garrett ist seit langem der Inbegriff des glamourösen, weltberühmten Virtuosen. Das Bild von ihm, wie er mit seiner Stradivari auftritt, um die Welt reist und sich im Applaus ausverkaufter Arenen sonnt, ist das Bild, das viele mit seinem Namen verbinden. Doch hinter dieser glänzenden öffentlichen Persona verbirgt sich eine andere, persönlichere Wahrheit. Der Druck, immer alles zu geben, perfekt zu sein und den Mythos, der sein Image umgibt, aufrecht zu erhalten, forderte seinen Tribut, sowohl körperlich als auch geistig. Garrett hat sich offen zu den gesundheitlichen Problemen bekannt, die in den letzten Jahren sein ständiger Begleiter waren. Schlafstörungen, Erschöpfung und chronische Anspannung gehörten zu seinem Alltag. Was ihn jedoch am meisten belastete, war der Mangel an Zeit, um sich wirklich auszuruhen, für sich selbst zu sorgen oder die Beziehungen zu den Menschen zu pflegen, die ihm am Herzen lagen. Ich habe zu lange gearbeitet, aber nicht wirklich gelebt, gibt er zu, mit einer Traurigkeit in seinen Augen. Aber das Leben hat Garrett auf seine eigene Weise herausgefordert und ihm gleichzeitig Belohnungen geboten. In einem Moment unerwarteter Ehrlichkeit teilt David Garrett etwas mit, das er jahrelang für sich behalten hat. Ja, ich bin Vater geworden, verkündet er. Und ja, wir werden heiraten. Seine Worte, die so einfach und doch so tiefgründig sind,
finden nicht nur wegen ihrer Seltenheit, sondern auch wegen der Wärme und Aufrichtigkeit, mit der er sie ausspricht, großen Anklang. Die Frau, die die Mutter seines Kindes wurde, ist keine öffentliche Figur, kein Model oder jemand, der dem Rampenlicht nachjagt. Sie ist jemand, der nicht im Rampenlicht steht, eine ruhige, intelligente und liebevolle Gefährtin, die David so sieht, wie er wirklich ist. Ein Mann, der wie jeder andere auch verletzlich, sensibel und manchmal der Welt überdrüssig ist. Gemeinsam haben sie ein kleines Mädchen, ein Wunder, das Davids Sicht auf das Leben verändert hat. In ihren Augen habe ich wieder gelernt, was wirklich zählt. Sie hat mir gezeigt, dass ich nicht nur ein Musiker bin, ich bin auch ein Mensch, ein Partner, ein Vater. Was die Hochzeit betrifft, so wird sie kein Spektakel der Pracht oder der Berühmtheit sein. Es wird keine Schlosskulisse geben, keine glitzernde Gästeliste. Stattdessen wird der Tag intim, persönlich und im Kreise derer sein, die sie lieben, nicht wegen seiner Musik, sondern wegen der Menschen, die sie sind. Nicht wegen meiner Musik, sondern wegen dem, was ich bin, sagt Garrett mit einem Lächeln, obwohl seine Augen einen Hauch von Traurigkeit verraten, wenn er über die Jahre nachdenkt, die er damit verbracht hat, seine Karriere auf Kosten seiner persönlichen Beziehungen zu verfolgen. David gibt zu, dass seine Hingabe an seine Arbeit jahrelang wenig Raum für echte Beziehungen ließ, selbst zu seiner eigenen Familie. Seine Beziehung zu seinen Eltern, so erzählt er vorsichtig, war kompliziert. Ich wollte ihren Stolz, aber oft habe ich mich selbst verloren. Der unerwartete Tod eines nahen Familienmitglieds war für ihn ein Weckruf. Er zeigte ihm, wie vergänglich das Leben sein kann. Heute lebt Garrett viel bewusster. Er hat gelernt, Nein zu sagen zu den Anforderungen seiner Karriere, zu den Erwartungen, die seine persönlichen Bedürfnisse ausschließen. Stattdessen verbringt er Zeit mit seiner Familie, geht gemeinsam spazieren und spielt nur dann Geige, wenn sein Herz danach verlangt und nicht, weil es Teil einer vertraglichen Verpflichtung ist. Manchmal, wenn seine Tochter einschläft, spielt er ihr eine Melodie vor, nicht mit Perfektion oder Virtuosität, sondern mit Liebe. Dieses neue Kapitel in seinem Leben ist nicht ohne Herausforderungen. Die Narben seiner Vergangenheit sind tief, aber David Garrett scheint Frieden zu finden. Er verzeiht sich selbst die Jahre, in denen er sich von seinem wahren Ich entfremdet hat. Und das ist an sich schon stark, denn es zeigt, dass selbst jemand, der alles zu haben scheint, der den Gipfel des Erfolgs erreicht hat, immer noch nach Sinn, Nähe und einem Gefühl der inneren Erfüllung suchen kann. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es in Ordnung ist, schwach zu sein, sagt Garrett leise. Jetzt weiß ich, dass wahre Stärke darin liegt, sich so zu zeigen, wie man ist. Es ist, als ob in diesen Worten ein neuer David Garrett zum Vorschein kommt, nicht der berühmte Geiger, den die Welt kennt, sondern ein Mann, der endlich akzeptiert hat, wer er ist. Jemand, der seinen Frieden mit sich und seinen Lieben gefunden hat. David Garrett, einst bekannt als der Paganini unserer Zeit, das Wunderkind mit dem Rock'n'Roll-Herz, ist viel mehr als nur eine Musikikone. Wenn man an Virtuosität, Leidenschaft und grenzüberschreitende Kunst denkt, ist sein Name unweigerlich Teil des Gesprächs. Beginnend. Geboren am 4. September 1980 in Aachen, Deutschland. Als David Bongertz zeigte sich sein außerordentliches Talent von dem Moment an, als er im Alter von 4 Jahren zum ersten Mal eine Geige in die Hand nahm. Mit 7 Jahren gewann Garrett bereits seinen ersten Wettbewerb und mit 10 trat er als Solist mit den Hamburger Philharmonikern auf. Mit nur 13 Jahren unterzeichnete er einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon. Ein großer Erfolg für jeden klassischen Musiker. Doch Garrett war nie jemand, der den traditionellen Weg ging. Er war immer der Rebell, der Virtuose, der Paganini und Metallica nahtlos miteinander verbinden konnte. Nach seinem Studium an der renommierten Juilliard School in New York, wo er von der legendären Dorothy DeLay betreut wurde, machte sich Garrett daran,
klassische Musik mit populären Genres zu kombinieren und kreierte einen Sound, der nichts weniger als revolutionär war. Sein 2008 erschienenes Album Encore, auf dem er Tchaikovsky mit Queen, Beethoven mit Coldplay und Mozart mit Nirvana kombinierte, war ein großer Erfolg und zog das Publikum weltweit in seinen Bann. Doch nun, da er in diese neue Phase seines Lebens eintritt, ist es klar, dass David Garretts größtes Meisterwerk vielleicht nicht seine Auftritte auf der Bühne sind, sondern die Liebe und Verbundenheit, die er endlich in seinem Privatleben gefunden hat. Ein Grenzgänger und Brückenbauer. Die Kritiker waren beeindruckt und die Liebhaber klassischer Musik hörten zweimal hin, als David Garrett die Grenzen überwand. Eine neue Generation von Fans, viele in Lederjacken und Jeans, strömte plötzlich in die klassischen Konzertsäle, angezogen von der Energie und dem Reiz, den Garrett dem Genre verlieh. Er zeigte der Welt, dass Virtuosität nicht steif oder spießig sein muss, sie kann dynamisch, kühn und sogar sexy sein. Doch David Garrett ist weit mehr als nur ein Crossover-Künstler. Seine Interpretationen klassischer Meisterwerke, egal ob Bach, Bruch oder Brahms, sind in ihrer emotionalen Tiefe atemberaubend. Sein Spiel ist feurig, ausdrucksstark und technisch einwandfrei. Er spielt die Noten nicht einfach nur, er haucht ihnen Leben ein, lässt sie tanzen, brennen und aufsteigen. Das ist es, was ihn auszeichnet, seine Fähigkeit, zwei Welten, die klassische und die zeitgenössische, zu vereinen und beide zu beherrschen. Ob er in der Carnegie Hall oder auf einer Stadiontournee durch Europa auftritt, Garrett zieht sein Publikum in seinen Bann und entführt es in eine Welt, in der Musik nicht nur Klang ist, sondern Sprache, Gefühl und Ekstase. Doch seine Reise war nicht nur von Glanz und Glamour geprägt. Garrett kennt die Schattenseiten des Ruhms, das erdrückende Gewicht, die Selbstzweifel, den körperlichen Tribut, den er fordert. Seine Karriere wurde kurzzeitig durch eine schwere Verletzung infolge eines Unfalls mit einem Tonbandgerät unterbrochen, die ihn zu einer monatelangen Spielpause zwang. Aber getreu seiner unverwüstlichen Natur verwandelte er diesen Schmerz in Kraft und kehrte mit mehr Leidenschaft und Authentizität als je zuvor auf die Bühne zurück. Privat bleibt David Garrett eine faszinierende Persönlichkeit, charmant, rätselhaft und mit einer Aura der Tiefe. Er spricht 6 Sprachen, hat eine tiefe Liebe zur Literatur und Philosophie und ist ein selbsternannter Perfektionist, der sich ständig neu erfindet. Für Garrett ist die Musik nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, ein Schicksal und ein Akt der Liebe. Sein jüngstes Album, Alive, My Soundtrack, bietet einen seltenen, autobiografischen Einblick in seine Seele. Dieses Werk ist ein musikalisches Lebensgedicht, in dem sich Garrett nicht als makelloser Virtuose präsentiert, sondern als Mensch, verletzlich, voller Sehnsucht und angetrieben von einer unaufhaltsamen Leidenschaft. In diesem Album wird seine Geige nicht zu einer Waffe, sondern zu einer Brücke zwischen den Welten. David Garrett ist ein Visionär, ein moderner Zauberer, der bewiesen hat, dass klassische Musik nicht auf die Wände eines Museums beschränkt sein muss. Er hat sie auf eine Weise zum Leben erweckt, die die Bühne mit der Intensität eines Live-Konzerts rockt. In einer Welt, die oft durch das Oberflächliche abgelenkt wird, erinnert uns Garrett daran, dass wahre Kunst aus dem Inneren kommt, aus der Seele. Wenn man ihm bei seinem Auftritt zusieht, die Haare wehend, die Augen geschlossen, in der Musik versunken, wird klar, das ist kein gewöhnlicher Musiker. Er ist ein Genie. Mit 43 Jahren hat David Garrett endlich etwas erreicht, was viele schon lange vermutet hatten, und doch fühlt sich seine jüngste persönliche Offenbarung wie eine leise, aber kraftvolle Sensation an. In einer Welt, in der Berühmtheiten oft gezwungen sind, ihr Privatleben hinter verschlossenen Türen zu halten, ist Garretts jüngste Ankündigung ein Akt des Mutes, des Vertrauens und des tiefen Bedürfnisses nach Authentizität. Der Geiger, der mit seiner Musik Millionen von Herzen berührt hat, zeigt nun eine andere Seite von sich,
eine menschliche, warme und verletzliche. Er hat nicht nur mitgeteilt, dass er und seine Partnerin Eltern eines wunderschönen Kindes geworden sind, sondern auch, dass sie bald heiraten werden. Diese Ankündigung überrascht, aber vor allem berührt sie uns, denn sie steht für etwas Seltenes: Langlebigkeit, Liebe und wahres Familienglück in einer Zeit, in der viele Beziehungen flüchtig und oberflächlich sind. Ist Garretts Ankündigung ein Zeugnis für etwas Dauerhafteres. Wir sollten diesem Moment nicht mit Neugierde oder Verurteilung begegnen, sondern mit Einfühlungsvermögen, Respekt und Freude. Jeder Mensch verdient private Momente des Glücks, unabhängig von seinem Ruhm. Indem er diesen Moment mit uns teilt, erinnert uns David Garrett daran, dass auch prominente Menschen sind, mit Wünschen, Hoffnungen und Träumen, genau wie wir anderen auch. Nutzen wir diesen Moment nicht nur, um David Garrett zu gratulieren, sondern auch, um über die Bedeutung von Liebe, Vertrauen und Empathie im Leben nachzudenken. Hören wir auf, Prominente zu vergöttern oder zu kritisieren, und fangen wir an, ihre Menschlichkeit zu sehen. So wie Garrett durch seine Musik Brücken zwischen Kulturen, Generationen und Herzen gebaut hat, bittet er uns nun indirekt, eine weitere Brücke zu bauen, eine Brücke der Akzeptanz und des Verständnisses für sein persönliches Glück. David Garrett ist nicht nur ein virtuoser Geiger, der auf den größten Bühnen der Welt gefeiert wird. Er ist auch ein Mann, ein Partner, ein Vater. Herzlichen Glückwunsch, David Garrett. Möge Ihre kleine Familie immer von Liebe, Wärme und Zweisamkeit umgeben sein. Und für uns alle gilt, gehen wir mit offenem Herzen an das Leben, die Musik und vor allem an die Momente heran, in denen Menschen es wagen, ihr wahres Ich zu zeigen. David Garretts persönliches Leben und rechtliche Fragen. In den letzten 2 Jahren war Davids Leben schwierig und von schlechten Nachrichten geprägt. Das Bild des idealen Schwiegersohns wurde 2016 zerstört, als Ashley Juden, eine ehemalige Pornodarstellerin, die mit dem deutschen Stargeiger verlobt war, ihn der Körperverletzung beschuldigte. Obwohl Garrett lange Zeit zu diesem Thema geschwiegen hat, hat er sich nun endlich zu den Vorwürfen geäußert, sehr zum Erstaunen aller. Nach einem Rechtsstreit vor dem obersten Gerichtshof von New York einigten sich David Garrett und seine Ex-Partnerin auf einen privaten Vergleich. An dem Fall waren beide Seiten beteiligt. Garrett protestierte vehement dagegen, dass seine Ex-Partnerin, eine 28-jährige ehemalige Filmschauspielerin, ihn misshandelt und manipuliert habe. In einer Erklärung vom Februar 2016 sagte er: „Ich bin nicht jemand, der sich aggressiv verhält. Es liegt einfach nicht in meiner Natur." Garrett wies diese Anschuldigungen vehement zurück. Später behauptete er in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt, dass er zu Unrecht von seiner Ex-Partnerin kritisiert worden sei. Ashley Juden reichte eine Klage gegen Garrett ein, in der sie Schadensersatz in Höhe von $12 Millionen forderte, was in der Öffentlichkeit große Beachtung fand. Der Künstler hat jeden einzelnen Vorwurf, der gegen ihn erhoben wurde, bestritten. Den Anschuldigungen zufolge buchte David Garrett am 13. August 2014 den Escort-Service von Ashley Juden. Fast unmittelbar danach verliebten sich die beiden ineinander und begannen sich zu verabreden. Doch dann beginnen sie, unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Ashley Juden behauptet, dass ihr erster Streit mit Garrett in der Weihnachtszeit 2014 stattfand, als Garrett angeblich plante, einen Sklaven zu bestellen, dies aber nicht tat. Sie behauptet auch, dass Garrett im Januar 2015 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er in einen Unfall mit seiner Ex-Freundin verwickelt war. Außerdem wird er beschuldigt, sie gezwungen zu haben, ein Getränk zu trinken, das er für sie zubereitet hatte. Garrett wurde beschuldigt, sie während eines Streits im Oktober 2015 auf einen Tisch gestoßen und ihr eine Rippe gebrochen zu haben. Bei dem Vorfall im Januar 2016 soll er sie verletzt und ihr Handy beschädigt haben, um sie daran zu hindern, die Polizei zu rufen. Vor der ganzen Welt erklärte Garrett: „Es gibt keine Gewalt in meinem Leben.
Auch nach dem Ende ihrer Beziehung im Februar 2016 beteuert er noch immer seine Unschuld in Bezug auf alle Anschuldigungen. Sie können gerne eine meiner ehemaligen Freundinnen um Rat fragen. Abschließend möchte ich sagen, dass ich der geduldigste und vernünftigste Mensch bin, den ich kenne, und dass ich, soweit ich weiß, in meinem ganzen Leben noch nie einen Mann oder eine Frau geschlagen habe. Daran sollte es keinen Zweifel geben. Außerdem wurde Garrett darauf hingewiesen, dass alle Interaktionen, die er mit Ashley Juden hatte, einseitig und ohne jegliche Form von Zwang oder Gewalt waren. Außerdem erklärte Garrett, dass Georg Bongartz, David Garretts Vater, eine motivierende und unterstützende Person für seinen Sohn war. David Garrett ist ein guter, mitfühlender Mensch, der sich jedoch oft ausnutzen lässt. Obwohl er schon seit seiner Kindheit auf der Bühne steht, ist er auch nach all den Jahren der Erfahrung immer noch vor jedem Auftritt nervös. Jeder macht von Zeit zu Zeit Fehler. Das wurde mir geschenkt. Ich habe viel Spaß daran, Fehler zu machen. Live in einer Arena zu spielen macht viel mehr Spaß. Am Ende wird alles wieder zum Leben erweckt. In einem Interview wird er wie folgt zitiert: „Ich nehme immer etwas vorweg, womit ich nicht gerechnet habe. Gesundheitsprobleme und Erholung." Aufgrund der Hektik seines Arbeitslebens musste David Garrett einige Kompromisse eingehen. In einem Interview sagte der bekannte Künstler, dass seine Auftritte oft sehr knapp bemessen waren und dass er selbst bei anspruchsvollen Tourneen und Auftritten im Ausland stundenlang übte, manchmal sogar im Van vor dem Schneidersitz. Er erwähnte, wie straff seine Auftritte meistens waren. Er hatte schließlich einen Bandscheibenvorfall als Folge seines Dauerstresses, der durch die Notwendigkeit, über Zeitzonen hinweg zu reisen und mehrere Konzerte zu besuchen, noch verschlimmert wurde. Bedauerlicherweise passierte dies auch, wenn die anderen Besatzungsmitglieder schliefen. Er übte weiter mit den Toiletten, während sie in der Luft waren. Ich fühlte mich für eine kurze Minute wie ein Adrenalinball und mein Puls raste. Während seiner Auftritte 2015 litt er unter Herzproblemen und Panikattacken, die seine Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen drohten. Ich hatte das Gefühl, die Wände hochlaufen zu können, und ich spürte, wie jeder Muskel in meinem Körper gleichzeitig zitterte. Er sagte, als ich in diesem Zustand war ich mir absolut sicher, dass ich versterben würde. Die Anhänger von David Garrett sind beunruhigt, seit er 2018 bekannt gab, dass er gesundheitliche Probleme hat. Der 38-jährige Patient stand vor großen Herausforderungen, als er sich von einem schweren Bandscheibenvorfall erholte, der ihn schon seit mehreren Monaten plagte. Aufgrund der physiotherapeutischen Behandlung, der er sich unterzog, konnte er weder Geige spielen noch in der Öffentlichkeit auftreten. Für ihn war dies eine schwierige Zeit in seinem Leben. Er sagte, „Ich kann mich nicht an einen einzigen Tag in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht Geige gespielt habe." In einem Interview mit Bild wurde diese Behauptung aufgestellt. Als ich zum ersten Mal merkte, dass ich ohne mein Instrument war das eine schreckliche Realität. Es hatte den Anschein, als würde mir etwas fehlen, was als normal für meine Existenz angesehen wird. Trotz der schwierigen Situation konnte der Geigenvirtuose wichtige Fähigkeiten für die Zukunft erlernen. Endlich war die Zeit gekommen, in der ich mich entspannen und die Annehmlichkeiten meiner Häuser in New York und Berlin genießen konnte. Garrett behauptet, er sei viel spazieren gegangen und habe viele Bekanntschaften gemacht. Er beschloss auch, seine Arbeit zu reduzieren, weil er in der Vergangenheit sehr unglücklich war. Also verbot er sich jegliches Vergnügen. Obwohl er von einer Operation profitiert hätte, entschied er sich dagegen. Und für mich war es ein Albtraum, da ich mein Instrument vermisste. Ich machte mir Sorgen, dass ich nie wieder Geige spielen könnte, und die Ärzte verboten mir, mein Instrument überhaupt zu berühren. Er sagte, dass er nun täglich an einer physiotherapeutischen Behandlung teilnehme, da es äußerst riskant gewesen wäre, einen Messerschnitt in der Nähe der Nerven vorzunehmen. Eine mögliche Erklärung für seine Fähigkeit, wieder Geige zu spielen. Und seine große Begeisterung dafür ist,
dass er sich jetzt in einer besseren Situation befindet, als er sie je zuvor erlebt hat. David Garrett hat sich im Laufe seiner Karriere einen Namen als talentierter Violinist gemacht. Er hat auch hart daran gearbeitet, Elemente der Crossover-Musik mit klassischer Musik zu verbinden. Neben seiner Arbeit als Musiker hat sich Garrett im Laufe seiner Karriere auch in der Mode- und Filmbranche einen Namen gemacht. Er hat eine eigene T-Shirt-Linie entworfen und spielte die Hauptrolle in dem Film Der Teufelsgeiger, an dem er auch als Produzent maßgeblich beteiligt war. Im Laufe seiner Karriere hatte er die Gelegenheit, auf vielen der bedeutendsten Geigeninstrumente zu spielen, darunter eine Guarneri del Gesù und eine Stradivari. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Europäischen Kulturpreis, Taurus und den ECO-Musikpreis, UA, für den Künstler, der in einem Jahr die meisten Exemplare verkauft hat. Er gewann mehrere Preise für sein außergewöhnliches Können. Seine bemerkenswerten Fähigkeiten stellte er 2008 und 2010 unter Beweis, als er einen Guinness-Weltrekord als schnellster Geiger aufstellte. Was meinen Sie, ist es für Künstler schwieriger, ein Gleichgewicht zu finden, wenn die Welt nur ihren Erfolg sieht? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken in die Kommentare, vor allem, wenn Sie sich schon einmal von etwas trennen mussten, um wieder zu sich selbst zu finden. Gefällt Ihnen dieses Video? Wenn Davids Reise Sie inspiriert hat, abonnieren Sie es und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn es kommen noch mehr unerzählte Geschichten. Danke fürs Zuschauen. Und denken Sie daran, manchmal ist das Mutigste, was Sie tun können, langsamer zu werden